Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist Talk. Mein Name ist Buschbayer, heute am Start K-Shot. Mollos wird da sein mit seinem Label Block Hustler Entertainment. Wir werden über das neue Release reden, über seine Promo-Ideen, über seine Events, die er in München plant. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Für eine Kollabo, K-Shot Molossa, packt eure Koffer, live like a Rockstar. Boden, sah ich immer zu den Sternen. Ich bin viel zu weit gekommen, um jetzt einfach umzukehren. Kannst du mir vergeben? Hey, siehst du meine Tränen? Denn du fehlst in mein Leben. So, schön, dass ihr im Studio seid. Heute bei mir K-Shot und Mollos. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Freude ist ganz auf unserer Seite, Buschbi. Danke für die Einladung. Sehr schön. Buschbayer. Erzähl mal von Anfang an, wie es bei dir angefangen hat. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Wie hast du dich da reingefunden? Was war der Grund, damit du angefangen hast mit Hip-Hop, mit Rappen, mit Singen und so weiter? Bei mir hat sich schon in den Kindheitstagen rauskristallisiert anhand von Leuten, die mir beim Singen zugehört haben, dass ich da eben Talent habe für Gesang. Es hat angefangen bei mir mit Gesang. Ja, ich habe am Anfang waren es eben Schulauftritte. Ja, der ganz Anfang war im Musikunterricht, als der Lehrer gesagt hat, hey, hat meine Mutter reinbestellt. Ne? Meine Mutter kriegt einen Anruf. Sie denkt, ich habe irgendwas verbrochen. Ja, der Schule hat mich angerufen. Ich sag, was? Ja, dein Lehrer will mit mir reden. Ich sag, welcher Lehrer? Ja, der und der. Ich sag, okay. Das ist der Musiklehrer gewesen. Und der hat ihr dann gesagt, ja, der hat Talent und das muss man fördern. Und ich habe dann angefangen zu singen, schon in Kindheitstagen. Ich hatte kein Problem, Melodien mir zu merken und die dann nachzusingen. Und dann hat sich das Ganze entwickelt. Also am Anfang war es nur Gesang, bis ich 12 Jahre alt war. Und dann, ich habe da in der Georg-Büchner Realschule gesungen. Ja, da bin ich zur Schule gegangen in Leim. Ja, in diesem Moment auch Grüße an alle Leimer und alle eigentlich, die mich so kennen und lieben. Da habe ich angefangen, Auftritte gehabt und dann hat man sich schon so einen kleinen Namen gemacht. Ja? Durch das Singen hat man immer, kennst du den? Der Sänger und dies und das. Und dann war ich oft im Hardhof-Treff damals mit meinen damaligen Freunden und da gab es eine Gruppe, die hieß damals Sheet Metal Shanty. Ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Row und Pat. Gehört, ja. Ja, und der Pat ist inzwischen Orange Bud und tritt halt Orange Bud auf. Ne? Das waren so die haben damals einen Hip-Hop, wie nennt man das, Hip-Hop-Workshop Ja, gemacht. die ganzen Workshops früher mit Songwriting. Und wir waren, so. Jetzt haltet euch fest, wir waren die Türk-Era, ja. Wir sind die Türk-Era und keine Straßenkehrer. Lassen Rhymes fliegen, brauchen keinen Briefbeschwerer, ja. Solche Sachen, die haben uns halt wirklich beigebracht, dass man sich einen Beat nimmt und dass man letztendlich einen Stift und einen Zettel in die Hand nehmen kann und dann auf diesen Beats sich kreativ austoben kann und Texte schreiben kann. Und wir haben dann wirklich geile Texte geschrieben. Damals, das war der Musti und der Amo, ne? Da hatten wir unsere Gruppe und wir haben dann Auftritte gehabt und dann war das auf einmal ein Teil von mir. Also zu dem Singen kam dann auch Rappen dazu und ich habe das dann alles miteinander verbunden und dann hat sich das Ganze noch mehr hochgepusht. Ich habe an Castings teilgenommen, ich habe viel für Musik gemacht, ich habe überall in Freizeitheimen hat es dann angefangen mit Auftritten. Damals gab es Soulspring Entertainment, die haben dann ein Casting gehabt, das hatte ich gewonnen. Grüße an dieser Stelle auch an Markus Ansone. Sobald der Lockdown vorbei ist, komme ich auf jeden Fall mit meinen Jungs bei dir eine Shisha rauchen. Und dieses Casting hatte ich damals gewonnen und dann wurde ich mit DJ Man at Arms zusammengebracht, der halt in jeden Club aufgelegt hat damals. Und so habe ich dann angefangen, auch schon für Geld in Clubs aufzutreten. Unter anderem im Mirage, im Frankies, im Caesars und im Metropolis viel Auftritte gehabt. Und dann auch münchenweit, überall. Und dann hat auch eine Zeit lang eine Kooperation mit DJ Remake. Ist ja auch ein bekannter Name, ja, DJ Remake, normal. DJ Sam, ja. Jeder kennt diese Namen. Live aus Nightlife, alles auf Kassette. Und dann, wenn Ekrem Abi aufgelegt hat, ja, dann war halt K-Shot live on stage mit dabei, ne?
Und dann habe ich einfach mal dort Stimmung gemacht und war halt immer der Gig, ne? Der Hauptgig, Live-Act. Und ja, auch dann hat's angefangen, habe ich meinen Kumpel Paco kennengelernt. Paco ist ein großartiger Beatboxer, Beatbox-Weltmeister von früher. Und der hat gebeatboxt und mich hat das so fasziniert. Ich wollte das auch machen, ne? Mir hat das auch getaugt und Auf jeden Fall, Paco, krasser Beatboxer. ja, das Geile ist, dadurch, dass er mein bester Freund war, er hat halt angefangen zu beatboxen und solche Geschichten und ich wollte das auch machen. Und er hat halt gehört, wie ich singe. Ich habe ihm Singen beigebracht und er mir Beatboxen. Perfekt. Ja, also Ladies and Gentlemen, this is K-Shot. Oh, nice. Nur so ein kleiner Einblick. Ja, das Okay, die Maschine. Sehr cool. auf jeden Fall Die wollte ich dann Machine Gun. natürlich auch meine Skills weitergeben. Ich habe auch schon immer Leute gefördert, unter anderem, er nennt sich jetzt Vega. Ja, Tibor, auch fette Grüße an dich, mein Freund. Ja, von mir auch. Ja, sehr guter Kerl, auch Phil Harmony, ja, die auch viel Beatbox hier in München angeheizt hat. Ja, der Vega war damals mein Padawan, kann man sagen, ne? Den hat das fasziniert, was der Paco und ich gemacht haben. Wir waren ja damals der Live-Act in München. Wir sind überall aufgetreten, in jedem Freizeitheim-Party, live on stage, Paco und K-Shot. Und damals gab es die Sony Ericsson Walkman-Handys, kennt ihr die noch? Normal, Und die ich kann Pusher-Handys. wirklich sagen, wir waren wirklich so und deswegen die Liebe kommt halt immer noch zurück. Erst vor kurzem bei Munich Greatest of All the Time hat von mir ein Lied gepostet, das ich vor 18 Jahren mit meinen damaligen Rap-Kollegen Tura aufgenommen habe, ja. Also da sieht man mal ein Lied, das ich vor 18 Jahren, das waren so meine Anfänge, ja. Da hat er dann unten drunter geschrieben, Legende, dieses Lied ist Legende und viel Liebe kriege ich halt dadurch, einfach, dass ich auch viel gemacht habe. Es kann wirklich sein, dass viele, die mich in München kennen, und das sind einige, sagen, hey, ich habe noch ein Video von dem auf dem PC vielleicht. Gerne rüberschicken. Gerne rüberschicken, so ganz alten nice. Stuff. Auch in YouTube hat ein Kollege von mir noch ein paar Videos reingestellt, wie ich damals mit dem Paco Beatbox gemacht habe. Aber das war halt damals auf diesen Sony Ericsson Handys und deswegen noch die damalige Qualität. Ne? Aber es ist halt echt, es ist authentisch. Und was ich halt sagen kann, bestimmt hat noch jeder irgendwo eine Aufnahme von mir und dem Paco. Und ich habe halt mit Musik viel gemacht. Ich war dann auch mal bei DSDS, bin dann auch ins Recall gekommen. Komischerweise hat man mein erfolgreiches Casting, wie ich es dorthin überhaupt geschafft habe, gar nicht gezeigt. Aber das war mir halt dann auch eine Lehre, weil es einfach ein Format ist, wo alles schon wirklich von vornherein Rausgelutscht. ja, Wie mit oft- Stella Maraya waren wir ja dort. Ja. Wie oft bei DSDS ging es davor los mit den Castings? Also wie viele Runden waren, bevor du im Fernsehen warst? Genau, bevor man da wirklich in das Hauptcasting kommt, musst du 3 Vorrunden bestehen. Ah, krass. So, und ich bin in München aufs Casting gegangen, mit dem Selam zusammen. Selam hat es da nicht geschafft, ist dann nach Stuttgart, hat es dort nicht geschafft, ist dann nach Berlin und hat es dann dort geschafft. Und ist auch einer, der Selam Araya, ne, ist immer, er und ich, wir wurden immer als Konkurrenz so abgestellt. Wir waren immer dickst miteinander. Ich habe auf seiner Schulparty gesungen, er auf meiner Schulparty. Und es waren halt immer ein Battle zwischen ihm und mir, ne? Selam ist schon immer guter Junge. Guter Junge, Nice, Grüße nice. auch an ihn. Alter Und Mettensiedler. ja, wir haben halt wirklich viel gemacht, viel getan und bis heute kriegen wir noch Liebe zurück durch die Musik, die wir machen. Und ich habe mich halt perfektioniert, indem ich meine Texte geschrieben habe. Habe jetzt letztens wieder, ja, es ist jetzt schon länger her, Free Dela an dieser Stelle, Free Dela. Free Dela auf jeden Ja, Fall, ein Kollege von uns aus Weimar. Habe ich einen geilen Text geschrieben, er heißt Fick dich, Bitch. Ja, den Beat selber gemacht, mit Dela zusammen, inspirieren lassen von Künstlern aus Amerika und dann mich hingesetzt und das Ding gebaut mit ihm zusammen und es wird noch einiges auf euch zukommen, auf jeden Fall. Da kommen wir noch später dazu, Sehr was gerne. als Da kommen auf nächstes jeden alles Fall kommt. krasse Ja. Videos Ja. noch, ja. Kommen wir mal zum aktuellen Release. Das aktuelle Release von euch beiden heißt ja So gelernt. So gelernt, genau. Genau, was ist in deinem Leben so passiert, dass du solche Texte schreibst? Ja, wie gesagt, ein Künstler ist facettenreich und es hat mal ein weiser Mann zu mir gesagt, du wärst heute nicht dieser wunderbare Mensch, der du bist, wenn du nicht all diese Sachen erlebt hättest. Ist sehr tiefgründig, das, was er damals zu mir gesagt hat.
Ja, ich habe diesen Text geschrieben, auch für solche Zeiten, die wir jetzt haben, wirklich, dass man auch, wenn man mal am Boden liegt, dass es weitergehen muss. So, dass man leider oft im Leben zu viel Energie in falsche Sachen reinsteckt. Sei es falsche Leute, falsche Leute, Sachen, falsche Wege. Ja. Meistens falsche Leute. Der Weg ist meistens schon gut ausgesucht und wird auch verfolgt und hat bestimmt auch normalerweise einen positiven Ansatz, aber meistens durch die falschen Leute, wie es halt ist. Auch in dem Text sage ich, ich bin viel zu weit gekommen, um jetzt einfach umzukehren. Es ist sehr tiefgründig. Das soll eigentlich heißen so, es gibt immer irgendjemanden, der sagt, hey, hör mal auf mit so einem Scheiß. Du kannst doch nicht rappen, du kannst doch nicht singen, du wirst es doch nie schaffen. Du machst es schon seit 20 Jahren, bist immer noch nicht irgendwie dieses Gerede. Wobei, es gibt die ganzen Opfer. Wobei manche sind einfach geboren, um ein Artist zu sein. Ja? Du merkst es, die kommen in einen Raum und auf einmal ist die ganze Aufmerksamkeit bei diesenjenigen. Und entweder man hat das oder man hat das nicht. Und das ist so auch eine Message an jeden Einzelnen. So, verschwende nicht deine Zeit mit falschen Leuten. Verschwende nicht deine Energie, deine kostbare Energie, weil morgen könnte alles vorbei sein. Such das, was dir taugt, einfach und mach das. Ja. Bewahre deine Geduld, ja. Trenn dich von Leuten, die es nicht schätzen, was du bist. Mathematik ist Mathematik, wenn das Medizin ist Medizin. Das ist die Message. Lerne es erstmal, dich selber zu lieben. Und das ist sehr wichtig, zu sich selber gütig zu sein, loyal zu sein, auch sich selber mal was vergeben können. Das ist eine Message. Und jetzt auch in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, möchte ich umso mehr die Message an die Leute geben. Es geht immer weiter. Bis nach oben ist ein langer Weg, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Richtig. Und dann, wie ist der entstanden? Ist das Ziel, Bruder. Der ist auf deinem Label, ist der released worden sozusagen, der Track? Genau. Wie ist da so bei euch die Zusammenarbeit? Das heißt, im Endeffekt, du hast den halben Song gehabt oder ihr habt euch dann zusammengesetzt und habt zusammen den Track geschrieben? Ich habe ihn eingeladen, auf diesen Lied teilzunehmen. Die Geschichte eigentlich von mir und K-Shot geht auch schon 10 Jahre zurück. So. Also ihr seid alte Homies, oder was? Nee, wir kannten dieselben Kreise. Die hatten halt, und meine und seine hatten halt Eckpunkte. So. Die Leute haben immer gesagt, komm, jetzt macht mal zusammen. Aber in der Zeit war er halt noch, wie damals halt auch in München das Trend war, voll auf diesen poppigen und auf diesen auch schon auf Deutsch, aber dieses, wie hießen die damals, dieses Ich lebe nur mit dir. Ja, so Moabit. Ja, so diese ganzen so Sachen halt. Und wir waren halt schlimmer als Akku Berlin in der Zeit. So, wir haben so noch Texte gedacht, so ich komme mit meinem Messer, schlitz dich, du Bastard, verreck in der Kanalisation, du Ratte und so richtig harten Stuff. Du warst auch noch ziemlich jung in der Zeit, ja, ne? Klar, Bruder, wir waren, da war ich 17 Jahre alt, wo wir das erste Mal du bist jetzt so 30, angesprochen worden. So 31. 31, siehst du. Und dann halt wurde immer mal wieder, besonders vom Ordner, einen schönen Gruß hier an Ordner auf jeden Fall, der wollte das so sehr, der hat dafür so gekämpft. Ich glaube, alle meine Jungs aus Leim, Manu, Toni, Emra. Dann hat der Kay irgendwann mit meinem Bruder zusammengearbeitet im Sicherheitsdienst. Die haben mich besucht in Beverly Hills. Da war ich damals Cheftürsteher. Dann haben wir halt gequatscht und dann hat er live vor mir gesungen und auch das Zwischenmenschliche, weil wir haben uns nie gesehen. Wir haben immer nur gehört, der soll mit dem machen, connecte dich doch mal. Zu mir auch, mach mal was mit Molos, mach mal was mit Manu. Aber es ist halt nicht entstanden. Ihr müsst mal zusammen was machen, Jungs und so. Weil es einfach andere Filme waren so. Und jetzt im Alter, er ist gekommen, wir haben uns richtig schön unterhalten. Ich bin in der Zeit Vater geworden. Er hat ja schon einen wundervollen Jungen, der auch vielleicht bald mal singt bei uns im Studio. Und dann haben wir uns halt sehr gut verstanden. Sohn, und ich habe ein Lied geschrieben damals für dich, mein Sohn. für mein Kind und für meine Frau. Oder beziehungsweise für meine Kinder, weil dann war schon mein zweites Kind auch schon da. Und dann haben wir das gemacht. Das wird auch am 9. Februar rauskommen. Das heißt, 2. Teil. Ja. So, das ist auf jeden Fall das Diebste und Gefühlvollste, was ich bis jetzt in meinem ganzen Leben gemacht habe. Selbstreflexion kann man sagen. Ja, man reflektiert sich selber. Man weiß einfach nach all den Jahren, um was es jetzt geht. Man ist schon einen weiten Weg gegangen. Und wie oft ist es denn so, was früher für einen
damals die Wahrheit war und der Alltag war, ist nach 10 Jahren nicht mehr so. Nach 20 Jahren wieder ganz anders. Und so weiter. Ne? Erzähl mal, was bringt es dir generell, dass du bei Molos eben auf dem Label bist? Was für einen Vorteil bringt dir das? Ja, es ist für mich einfach in dem Sinne vorteilhaft, weil ich da produktiv sein kann. Ich kann mich kreativ austoben. Ich kann jederzeit sagen, Molos, pass auf, ich komme jetzt vorbei, mach die Booth klar, ich drop da jetzt mein Shit. Und früher habe ich mein Shit anders gedroppt. Ja? An Ecken hier, an Ecken da, ein bisschen Tüten verteilt. Aber das ist halt auch, jeder ist mal jung, nobody's perfect, weißt du, wie ich meine? Und ich bin meinen Weg gegangen, ich habe viel Erfahrung gemacht. Und so wie es halt ist, man hat gehustelt, man hat gedribbelt. Mann, darüber kannst du auch ein Buch schreiben, oder? Warum hast du es aufgezogen, Molos? Warum hast du dir gedacht, ich mache jetzt mal ein Label einfach mal? Das hat ein paar Blockhustler. Die Geschichte vom Blockhustler ist eigentlich schon eine Erzählung wert. Also ich bin damals aus meiner ersten Haft gekommen, habe kurz vor der Haft mit Gonzo Beats, meinen ersten Produzenten, der jetzt auch wieder bei uns mit dabei ist, der mich praktisch als allererstes überhaupt aufgenommen hat, so mit 13 schon, 14. Mit dem habe ich 2 Lieder auf YouTube gehabt, nur mit Bild drin, so Foto, damals gerade frisch den Namen Absturz angenommen gehabt. Und dann war ich schon in Haft, zack, dann war ich einfach weg, so. Und dann bin ich irgendwann rausgekommen und mein Cousin war damals mit den MA-Design gut, der damals die ganzen Videos für die ganzen Jungs gemacht hat, auch für die Neuperlacher und so. Schöne Grüße an dich, Michi, hier. Und der war mit Südsyndikat aus Sendling und dann haben die gesagt, komm zu Südsyndikat. Dann war ich bei Südsyndikat. Da habe ich auch das legendäre Video dann gedroppt, das Ghetto Blaster. So, das wurde dann irgendwann bei 15.000 Views gelöscht. Jetzt hat es wieder mittlerweile 37.000 Views nach der langen Zeit. Und das alles ohne Werbung. Also da hat kein Mensch Werbung bezahlt oder irgendwas. So, ich war gerade frisch aus der Haft, keiner hatte Geld, aber jeder hatte Bock, Mucke zu machen. Dann, wie es so ist, ich war sehr produktiv, habe viele Texte geschrieben, die Jungs sind nicht hinterhergekommen, wollten andere Artists eher vorziehen vor mir, weil ich neu dabei war. Und dann habe ich mich halt mit dem Miko, der jetzt bei P4L, schöne Grüße hier, dann weitergemacht hat. Mit dem habe ich damals eigentlich entschieden, dass wir beide aussteigen und selber was starten. Aber er ist dann doch dort geblieben, weil die dann doch sein Video fertig gemacht haben. Dann habe ich halt angefangen, mein ganzes Wohnzimmer zu zerhacken. Ohne Witz, ich habe meine mitten am Rotkreuzplatz, ich habe alles rausgeschmissen auf die Straße. Mein einzigster Kollege, der Zeit hatte, der hatte nur so einen kleinen Twingo. Der ist angekommen, ich schwöre, schöne Grüße an Gökhan. Dann habe ich mit einem Handbeil von meiner Nachbarin meine ganzen Möbel zerhackt, mitten auf der Straße da, neben dem Kaufhof gleich. Und dann haben wir das sogar noch illegal irgendwie entsorgt, neben irgendeiner Schule, weil kein Werkstoffhof offen hat. Das ist schon so lange her, Bruder. Das war 2012. Verjährt, ha? 2012 war das. Schweigen ist Goldbrat, du weißt. Dann habe ich mir meine erste Booth selber gebaut. Dann ist mein Boothbauer mitten im Bauding abgehauen. Dann bin ich in die Shisha-Bar, wo ich in der Zeit gearbeitet habe, bin ich rein, voll frustriert, sag, ja, mein Boothbauer ist abgehauen. Dann hat mein damaliger Chef gesagt, ey, mein Kollege aus Irak ist hier und so, der kann dir das bestimmt machen. Dann habe ich den Kasten Bier bestellt, so habe ich den hingestellt und dann haben die mir meine Booth gebaut und dann hat mir Gonzo Beats damals sein Equipment zur Verfügung gestellt. Dann hatte ich einen riesen Keyboard da, Yamaha Boxen, die 8er. Und hab dann angefangen, hab mir einen Namen überlegt, Blockhustler, was passt zu dir, wo bist du immer, wo fühlst du dich zu Hause, wo fühlst du dich wohl, was machst du in deinem Leben? Und dann habe ich das gegründet und dann war ich erstmal alleine, dann war Prince J bei mir, der jetzt sich El Paso nennt und Levin Capone war bei mir, der heißt jetzt Dribblito, die waren dann bei mir im Label gesigned und wir haben zusammen auch einen Sampler rausgebracht. Da in der Zeit habe ich noch auch viel Mucke gemacht mit J-Flash und so. Und da musste ich aber wieder in Haft. Und
Dann hat sich das verlaufen. Wie gesagt, der Prince Jay hat dann sich umgenannt, hat sein eigenes Ding gemacht. Der Levent hat dann kurzzeitig dieses Loyal to the Street Ding gegründet, wo früher auch der Zani mit dabei war. Und der Kafa war da auch dabei. Die sind jetzt auch bei Block Hustler. So, und das ist aber auch zerlaufen. Jetzt macht der Dribbelito nur noch so alleine für sich Musik. Und Genau. Im Endeffekt geht es ja darum, Leute zusammenzuführen und gleichzeitig eben zu supporten und zu unterstützen, oder? Das ist ja auch so ein bisschen ein Anliegen, oder? Der Support ist natürlich immer gefragt. Man will natürlich, dass so viele Menschen wie möglich die Musik hören, um zu wissen einfach, wie du bist, wie du denkst, weil wir machen authentische Musik. Egal, ob das Gangster-Rap ist, Straßenrap, ob das Battle-Rap ist. Battle-Rap ist bei uns immer auch authentisch angehaucht. Also wir machen da nicht, wenn wir irgendwie sowas, also ich speziell, nicht irgendwelche Witze. Ich sag schon Sachen so, wie ich sie meine. Und mein, wie ich sie sag. Jetzt sind wir beim Thema wieder. Und deswegen habe ich ja dann später auch dieses Battlefield 089 gegründet. Genau. Aber da kommen wir später drauf zurück. Auf jeden Fall wegen der Blockhustler-Geschichte. Dann war ich wieder eingesperrt. Dann bin ich wieder rausgekommen. Und was willst du machen? Ich war wieder draußen. Was willst du machen? Ich mache, was ich immer machen wollte. Ich mache Musik. Hab direkt mein Ü-Geld genommen, mein Entlassungsgeld. Mein Mikrofon und so war noch alles da. Bam, bin im Baumarkt, hab wieder für 300 € Holz gekauft und hab dann wieder eine Booth aufgebaut. Da musste ich nach 2 Monaten umziehen, dann war die Booth wieder am Arsch. Dann hatte ich erstmal kein Studio 2 Jahre. Jetzt bin ich wieder umgezogen wegen meinen Kindern und so eine größere Wohnung. Und so hab mir ein kleines Homestudio eingerichtet. Wir haben aber auch noch ein Studio in Leim. So je nachdem, wo man sich gerade wohler fühlt, bei welchem Song oder wie gerade auch die zeitlichen Umstände passen, weil durch meine Kinder mache ich natürlich, wenn ich Musik mache, nur tagsüber Musik. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, 2 Studios, das ist kein Problem. Da ist dann das Studio in Leim zur Verfügung, da kann man dann ein bisschen Nachtschicht machen. So ist es halt. Und wie gesagt, dann bin ich rausgekommen. Und mein Cousin, der hat ja für der Misha Videoproduktion, der hat ja unheimlich viele Videos hier gedreht für Münchner Rapper. So, der ist abgehauen nach Hannover. Dann habe ich mir selber Equipment gekauft, deswegen gibt es ja jetzt das Creative Production Munich, das bin ich. Ich mache jetzt selber Videos und natürlich auch bei mir meine Tonaufnahmen und so. Mhm. Und ja, dann war ich halt wieder da gestanden, habe den Kay getroffen in der Arbeit, habe gesagt, du bist gerade alleine, er hat sich gerade getrennt gehabt von seinem damaligen Label. So, wir wollten zusammen Musik machen, dann haben wir diese 2 Singles produziert. Richtig. Und ich weiß noch genau, wo die zweite Single produziert war, habe ich ihm nur die Hand gegeben und habe ihm gesagt, willkommen bei Block Hustler Entertainment. So. Das Geile ist... Das war eigentlich dieser Moment, wo dann klar war, so, jetzt ist er Teil von mein Herz praktisch, weil das Label, das ist mein Herz. So, und er hat einen Teil davon bekommen. Richtig. Und ich bin ihm auch natürlich sehr dankbar allein mit dieser Legacy, dass er mir erlaubt, ihn zu produzieren, mir erlaubt, mit ihm alles durchzustehen und durchzumachen. Genauso wie die ganzen anderen Künstler mir da vertrauen. Weil mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass in München nichts mehr geht. Es gibt ja zig Labels, es gibt zig Angebote. Du machst ein Video, das ist super. Sofort schreiben dir 5 Leute, hey, was machst du bei den Depp? Oder hey, so, komm lieber zu uns hier, bam, bam, bam. Ja. Ich hatte selber auch ein Angebot, das hätte sich erschreckt. Am Anfang direkt über 10.000 € habe ich selber auch abgelehnt für die Jungs. Ja. Die Jungs wissen Bescheid. Wir bleiben independent, wir bleiben selbstständig. Genau. Und wir gehen den harten, geraden Weg so. Ja. Wenn Leute meinen, dass irgendwas noch nicht passt, das wird so oder so verbessert, aber wir nehmen jede Kritik positiv auf. Mhm. Und ja, so ist es entstanden. Dann war das Battlefield. Das habe ich dann schon geplant gehabt. Weil lass mal darüber reden. Du planst, also wenn wir dann irgendwann bald wieder Veranstaltungen machen dürfen, in der Hoffnung, dass, planst du ein Freestyle-Battle-Konzept sozusagen Wir hatten ja schon die erste Unter Veranstaltung. Also wir hatten am 8.1. letztes Jahr hatten wir die erste und einzigste Veranstaltung, dann Corona in Beverly Hills. Nochmal Props an Beverly Hills, dass die uns da umsonst reingelassen haben. Wie lief der Event? War stabil, es war halt Mittwoch. Mittwoch in München ist jetzt nicht der stärkste Tag, aber es waren
glaube 100 ich, Leute. 75 zahlende Ja. Gäste da, plus Musiker, Plus plus Musiker. Bekanntenkreis von den Musikern. Ja. Also es war schon, Takino war am Start, Damian. Shishko war am Start, Ja. Damien war am Start, Teddy Light war am Start, Teddy Light war AMS sich- komplett ja. war am Start, so oder so, Wiss war am Start, Ja. Simon war am Start. War richtig geil. Richtig geile Jungs, richtig geiler Abend. Und was ich auch auf jeden sehr, Fall sehr wichtig zufrieden war. finde zu sagen, ist, dass Mollus und meine Wenigkeit natürlich mit diesem Battlefield hatten wir auch eine Idee. Wir wollten einfach den Münchner Rap pushen. Das heißt, wir wollten den Künstlern Eine die Bühne Möglichkeit geben, eine Bühne zu haben und sich dort vor anderen Künstlern auf Augenhöhe zu repräsentieren. Und das ist auch etwas, was ich sehr Das schätze. heißt ja auch Battlefield und da Ja. geht es nicht nur um das Live-Battle, es gibt Und es- auch ja. immer ein Live-Battle, Ja. aber es gibt genauso Künstler, die genauso ihre Tracks spielen und im Endeffekt geht es ja auch darum, egal ob man sich battelt oder nicht, bist du Hip-Hop oder bist du Hip-Hop, fertig. So. Wer hat gewonnen eigentlich? Es gab tatsächlich sogar beim ersten Abend nicht mal ein Battle, so, weil weil die weil es Atmosphäre so geil spät war. geworden ist, Ja. weil so viel Andrang, es waren so viel Andrang von den Künstlern ohne Witz. So viele wollten auftreten. Zani ist dann gekommen, da war der noch nicht bei Block Hustler, ist auch noch gekommen. Damals war er noch bei Arco Picasso sein Camp. Ja, okay. Ambition Musik, genau so. Bei Auch denen war Grüße er noch, hier an dieses Camp, es an Dino. war einfach nur so da. Dino, und deine Beats er sind der Burner, hat gesagt, Bruder. komm, bitte, ich will auch. Dann habe ich gesagt, okay, Ja. du kannst auch, du kannst auch, du Ja. kannst auch, du kannst auch. Und am Ende war es einfach 3 Uhr in der Früh. Wir wollten noch durchziehen bis 6, also es sollte dann schon noch das Battle stattfinden. Und die Grundidee Aber war der einfach, Besitzer Hip-Hop, die Hip-Hopper von zu vereinen. Beverly Kills Ja, hat ja. dann Stress gemacht. Aber ihr- hat gesagt, die Nachbarn rufen an, es ist zu laut. Ja. Die Jungs von AMS haben auf der Straße gesoffen mit den Jungs von Wiss. Die haben da Party gefeiert. Wir haben die ganze Müllerstraße eskalieren lassen. Ja. Also es war wirklich von Beverly Kills bis vor zum Sendlinger Tor bis hinter zu Design Launch. Du hast Und überall es nur verlief Leute sehr gesehen von friedlich, Battlefield. muss man War auch cool. sagen. Ja, und das war halt sehr auch cool. dafür, dass Ohne es Stress. Battlefield 089 hieß, war eine familiäre Atmosphäre. Ja, man hat sich einfach den Respekt gegeben. Ja, cool. Und das war auch unser Ziel, weil wir wollten Münchner Rap vereinen. Wir wollten einfach damit sagen, als Message, lieber gegeneinander supporten, sich gegenseitig supporten, anstatt sich gegenseitig Ja, zu es gibt- haten. Und ich möchte auch hier kurz was klarstellen. Ich habe ja in der Zeit auch Musik gemacht, wo Mollus Musik gemacht hat. Damals hat er als Absturz gerappt. Ich habe damals, wie gesagt, da gab es diesen Fan, der ein Lied von mir vor 18 Jahren gepostet hat. Damals war ich bei Trackstyle zusammen mit Tura Jam, was von mir ein Bruder ist. Wir sind zusammen aufgewachsen, mit ihm zusammen Schöne Alben Grüße gemacht. auf jeden Schöne Fall an Grüße Tura. an Tura Jam. Und alles Gute nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag. Ich war ja damals bei Trackstyle. Ich habe keinen Beef mit den Jungs, weil viele gesagt haben, warum bist du jetzt nicht mehr da? Nein, es hat sich einfach, ich bin independent, ich bin unabhängig, ich möchte Musik machen, dann und wann und mit wem ich will. Wir sind bis heute dicke, es gab nie einen Streit, wir sind einfach musikalisch andere Wege gegangen. Was aber nicht bedeutet, dass wir miteinander nicht dicke sind. Damals hat für mich die Videos Sebastian Clemens produziert, Trackstyle Production. Auch schöne Grüße an ihn, menschlich auch ein sehr guter Freund. Damals auch auf dem Theatron die Bühne gerockt, hier mit Bilo 2.6, ja. Ben Bilal und danach Bilo 2.6, das war eben sein Projekt. Haben wir die Bühne gerockt, hier mit meinem Dela, ja. Der meine Beats auch produziert hat, damals bei Trackstyle. Im Nachhinein, Trackstyle gibt schon sehr lange, Tura und ich haben Musik angefangen zu machen mit 14, mit 12. Musik war immer, und wir hatten schon damals ein Studio, damals am Harras. Gibt es viele lustige Geschichten, auf jeden Fall viele Grüße an die Jungs, an Tura, an Bilo, an Sebastian. Ich wollte das erstmal klarstellen, es gab nie Beef, wird auch nie Beef geben zwischen uns. Im Gegenteil, es gibt noch Platten von mir und Bilo, ja, die sind noch im Keller, ne? Die haben wir nie veröffentlicht oder so, aber das sind Bretter, ja. Und wenn zwei Künstler oder sagen wir mal so, wenn Künstler solche Lieder haben, die sie verbinden, dann kann kein Streit entstehen. Und wie gesagt, ich bekomme bis heute noch den Respekt, egal wo ich bin, man erkennt mich, man sagt, hey, Kürschat, alles klar, Abi hier, Abi da. Inzwischen sogar ein paar weiße Haare, schon Amja gehört.
Ja. Ey, Onkel, ganz kurz noch zurück zu dem Freestyle-Battle. Vor ein paar Jahren war es halt auch so, dass diese... Aber warte, was ich noch erwähnen wollte, dann wurde das auf jeden Fall abgebrochen, weil es zu laut war. Genau. So. Abgebrochen, weil es zu laut das war. war zu Ja, laut. die Nachbarn haben sich halt Die beschwert. wollten uns die Polizei schicken. Die Lage war ein Typisch bisschen München. kacke, Ja, ne? Das ist halt München. Beverly Kills hat damals, die zwei Jungs aus Neuperlach haben damals das Beverly Kills frisch übernommen und die hatten halt dann einen Film so. Und wie gesagt, die Jungs haben auch auf der Straße rasiert, die hatten ihren eigenen Alkohol dabei, das hat die natürlich auch böse geht gar gelangweilt. nicht. So die ganze Bar haben die aufgeschlossen, so mittwochs. Aber ich fand's Aber halt es war authentisch. sehr cool. Es war sehr authentisch, ja. Bombenerfolg, sogar nachher mehr als wie davor, weil die Leute dann überall hingegangen sind und gesagt haben, ey, da war es echt cool, da war es echt geil, wir gehen dann auch mal hin, wenn wieder was ist. Und damit Also, vereinen pass wir auf. auch Und, München. weil du machst ja auch Veranstaltungen. Ich war ja bei dir auch. Ich hatte meine erste Release-Party sogar auf deiner Veranstaltung im Peace Camp mit Stromausfall. Das war typisch Absturz noch. Schau mal. Einzigstes Album, was als Absturz erschienen ist. Release-Party Buschbayer. Dann war es schon endspät, glaube ich, zu 2, halb 3 in der Früh. Nicht mehr so viele Leute waren da, aber war wurscht, war ein super Abend. Dann haben wir angefangen, alle haben so gewiped, weißt Du hast auf jeden Fall immer deine Leute am Start. Ja, Das ist so. Ja. Und dann, ich schwöre dir, nach 10 Minuten krieg ich. Hey, ganz kurz, pass mal auf Stromausfall. zu dem Freestyle-Battle. Vor Jahren war es also war wirklich so, in München war das so, dass es bei den One-on-Ones, wenn du ohne Konzept reingehst, gab es in den mehrmals ist es passiert in München, dass es Schlägereien, Ausschreitungen auf den ganzen das Battles kann's gab und auch dann geben, musste man es normal. stoppen. Richtig. Wie versucht ihr damit umzugehen oder dass sowas Also nicht passiert? Ich war im Sicherheitsdienst 13 Jahre, mein Team ist stabil, meine Jungs sind stabil. So, alle, die normalerweise auf meine Veranstaltungen kommen, weil natürlich, wenn du weißt, da kommt einer, der sich im Endeffekt nur reinsäuft und sich weghaut. Ich war 13 Jahre hier im Nachtleben unterwegs, habe meine ersten Jahre im Kunstpark gemacht. Also jeder, der weiß, was der Kunstpark mal war und was dort so abgegangen ist, der weiß ganz genau, das war eine harte Schule. So, da stand ich schon mit 18. Und wie gesagt, es kann passieren. Normal, wenn ich sage, du bist ein Hurensohn, so, dann kann passieren, dass du vielleicht auf 3 Promille das nicht so cool findest. Ja. Aber es gibt ja auch immer die Regel und das gibt's bei fast allen Battles. Da wird vorher Besprochen, dass man nicht die Mütter beleidigt oder so. kann die Familie gedisst werden oder nicht. Ja. So. Und natürlich, ihr habt das drin, oder? wenn einer dagegen verstößt, so ich sag, wir machen Aber aus. ihr habt keine Regeln jetzt, oder? Habt ihr Doch, Regeln? wir machen aus, Ja? wir ficken nicht die Familie, so. Ja. Und du sagst mir trotzdem Hurensohn, dann kriegst du eine gelbe Karte beim zweiten Verstoß, dann hast du verloren. Dann Und hast das macht ihr Freestyle auf Beat, oder? ja, klar. Freestyle auf Beat, ja. Und klar. das ist dann natürlich So wie man es auch halt früher gemacht sehr hat. Ich hab authentisch und die nur so ersten muss 10 man das Jahre, wo ich rüberbringen, gerappt ne? habe ich nur im Park gerappt. Ja. Die ersten Ja, 10 Jahre. wir haben so also 2, auf 3 jeden Jahre Clash und Smash gemacht. Da ging es darum, dass wir ein Konzept drin hatten. Storytelling, Grab the Bag und so weiter und solche Sachen. Aber das damit find es ich schon- eben nicht um die Mutter die ganze Zeit geht in den Battles. Und dadurch haben wir das umgangen. Das hat funktioniert. Das finde ich aber Ja, auch aber eine das geniale ist- Idee, das Buschbi, ist ja, ja- dass man das konzipiert und sagt, hey, jetzt pass auf, jetzt ist Storytelling. Oder was auch Aber geil Bruder, ist, das 10 ist- Wörter, 10 Schlagwörter und auf die 10 Schlagwörter machst du einen Rap draus. Ja, das aber hat- ich muss auch ehrlich dazu sagen, das Battlefield ist aber nicht für sowas. Nee, Das ist was anderes, Also klar. das Das ist was anderes. Aber das ist ja Konzept. gut, dass es klar, beides das, gibt. weil du hast ja deine Veranstaltung da, im Peace Camp, da ist auch immer alles mehr so harmonisch, ja. Und wir wollten halt dazu ein Gegenstück bringen, weil es gibt viele Rapper, die werden gar nicht erst genommen irgendwo hin, weil die harte Musik machen. Und wir wollten zeigen auch, es gibt harte, authentische Musik in München. Unzensiert So, bei es uns. gibt nicht nur Bonzen, es gibt nicht nur die Battlefield 089 Maximilianstraße, es gibt nicht nur Grünwald, Genau. es gibt auch Mosach, Neuperlach, Neuhausen, Leim, Giersing. Pasing. Es gibt überall Ecken, wo es Masenbergen. genauso abgefuckt ist, weil wenn die Schöne Eltern Grüße kein auch Geld von hier haben an alle und Hartz Jungs IV aus beziehen, Masenbergen, die dann ich ist es kenne. einfach ein Brennpunkt. An alle und Leute, in die jedem mich dort auch Brennpunkt kennen werden und dieselben lieben, ne? Sachen gemacht. Es wird Fette Drogen Grüße hier. verkauft, geklaut, Betrug betrieben, ausgeraubt. Ich kenne einige Leute, die mal ganz massiv unterwegs waren, die auch über ein Maximum Jahrzehnt mittlerweile Respekt. gehockt sind. So. Und die vom Beruf her kriminell sind einfach. Natürlich habe ich mich selber von den Leuten distanziert, aber man kennt sich, ich war selber inhaftiert. So, wenn ich die auf der Straße sehe, grüße ich die. Ich habe auch nichts gegen die, aber ist halt nicht mein Film. So, ich bin aus meiner zweiten Haft rausgekommen, habe diese Veranstaltung gegründet, habe eine Umschulung gemacht, meine Ausbildung nachgeholt.
habe Türsteherchef gemacht und habe mich einfach sehr viel beschäftigt, meine Kreise zu wechseln. Und warum ist auch der Ruhrpott so beliebt im Rappen? Warum ist Berlin so beliebt? Warum ist Frankfurt so beliebt? Weil die Jungs halten zusammen, die pushen sich gegenseitig. Und damit mit Battlefield 089 wollten Mollos und meine Wenigkeit einfach das auch ein bisschen hochheben, dass man sich gegenseitig besser pusht, anstatt sich gegenseitig zu dissen oder zu Klar, haten. es ist ja auch ein gegenseitiger Was glaubst du, woran das liegt, dass man sagt, dass in der Münchner Szene zum Beispiel die Leute nicht zusammenhalten und nicht im Team arbeiten? Es liegt einfach Weil wirklich jeder der nur Erste daran, sein will. Genau. Und Wenn es keiner einen gönnt Ersten niemanden. vielleicht geben würde. Keiner gönnt niemanden. Sogar wenn ihm der Shit, den der eine droppt, gefallen sollte, tut er aber so, als ob es nicht gefällt. Mann, Leute, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr ein Like da lasst. Ihr werdet nicht sterben, Mann, wenn ihr mal ein Video teilt, ja. Da wird euch nicht die Nase abfallen oder so. Ich wünsche mir viel mehr Support gegenseitig. So, nur durch Zusammenhalt entsteht die Kraft. Schau mal, dieses Beefen und dieses Und das Battlen. muss München lernen. Deswegen ist München auch immer noch auf dem Stand, wo München ist. Deswegen ist Berlin da, wo Berlin ist, aber München hat safe. Und da lege ich meine Hand hier für alle Münchner Künstler, die ich kenne, mit denen ich auch schon, ich habe mit vielen Leuten Musik gemacht und habe es auch gerne gemacht. So viele Namen, ich will eigentlich alle, sei es mir nicht sauer, wenn ich heute den oder den vergessen habe. Ja, aber wichtig war mir immer einfach, dass man Musik macht und jetzt ist es mir wichtig, natürlich wird man erwachsen, ich bin jetzt 34. Genau, jetzt kommen wir zu diesem Thema. Ich habe eine auf Frau, den die ich Mund und liebe über alles, ich habe einen Sohn, schöne Grüße hier an meine Family, ich liebe euch. Auf jeden Fall, es ist mir jetzt viel mehr wichtig und im Klaren, dass einfach die Stadt zusammenhalten muss. Und deswegen haben wir dieses Battlefield rausgeholt. Unzensiert kann da jeder Rapper sich representen. Obwohl sie krass sind, verstehst du? Und die können Obwohl dort das alles krasse benutzen Künstler sind, die an Wörtern, authentisch da werden sind, die nicht gedroppt oder kann man trotzdem die werden nicht zusammen Party gesperrt machen, oder weißt? boykottiert, weil sie irgendeine Meinung vertreten, sondern da finde ich es auch geil, dass dann die Künstler wirklich diese Stage genutzt haben. Ganz lustiges Ding. Die Mikros sind dann irgendwann natürlich abgekackt, ja, passiert auch mal. Und was habe ich dann gesagt zu den Künstlern? Hey, ein wahrer Künstler, Aber das war noch im Soundcheck. der feiert auch ohne, der lässt die Leute auch ohne Mikrofon feiern. Und es war geil, es war sehr friedlich, es gab keine Schlägereien, nichts. Nee, man ist gekommen, ganz im man hat sich Gegenteil. gegenseitig angehört. Und auch wenn ein Künstler ein bisschen in einem anderen Niveau wieder war wie der andere Künstler, dann war das halt so, ne? Und für uns ist es wichtig, wenn München erfolgreich werden will, dann müssen sich hier die Besten zusammentun und müssen zusammen Musik machen. Es geht um Musik machen, nicht hier auf irgendwelchen Insta-Stories mich als Internet-Rambo hier irgendwo profilieren und dann im wahren Leben laufe ich sofort Sprint, wenn ich dich nur sehe. Kriegst noch einen Euro für einen Kaffee zum Frühstück, weißt du, hast mal einen Euro. Ich hab Weißt mein du, wie ich Geldbeutel meine? vergessen. Das hat nichts mit Musik zu tun, hat nichts mit Rap zu tun. Ich verfolge auch so eine Scheiße nicht, wenn sich hier die Leute über Insta-Stories beefen und hast du nicht gesehen. Das hat nichts mit Musik zu tun. Mir geht's darum, ich will Musik machen, ich will fühlen, ja. Und ich komme aus einer Zeit, da gab es einfach mal Barry White, es gab Größen wie Michael Jackson, es gab Lionel Richie, es gab hier Usher, es gab Musik. Ja, Ja, und, jetzt wisst ihr, warum wir früher keine Musik zusammen gemacht Ja. haben. ja. Und natürlich habe ich auch Savage gehört, Savage Abi, legendär, ja, Azad, solche Sachen. Und für mich war es immer, dass die Musik eine Message gibt, ja. Und ich war auch einfach auf diesen souligen, ja, auf diesen souligen, auch in dem Film mit Tupac, ne, wo er am Schluss sagt, hey, die Zukunft liegt in R&B, sagt er doch, bevor er erschossen wird. Weißt du noch, was das so Schuck sagt? So, was Schuck sagt, hey, dann haut er doch diese Platte rein in dem Film All Eyes on Me, wo er dann den R&B-Sound laufen lässt und das mit dem Rap kombiniert. Apropos Tupac, viele machen sich wichtig, ja, ich kenne den. Ich habe mit den Outlaws gerappt. Mit Young Noble, ja. Ich habe live hier in München mit den Outlaws Gibt's auf der sogar Bühne. Beweise, Fotos, Ja, gibt's alles. Fotos, alles Beweise in Sehr meiner geile Family. Aktion auf jeden Fall. Ich hab den Part Hussein Fadel, Gott hab ihn selig. Jetzt alle Leute, die gerade ein Hennessy-Glas in der Hand haben, sip a little bit down for my brother Hussein Fadel, rest in peace, ja. Young Noble.
Schöne Grüße aus München hier. Ich habe mit den Outlaws in München hier auf der Bühne gerappt. Ja, das hat auch damals Markus Sansone für mich geklärt. Ich war dann, es hätte Snoop Dogg kommen sollen in die Tonhalle, ist dann nicht gekommen, hat dann den Gig in Augsburg Story genommen, hat kenn aber ich. doppelt kassiert. Aber für mich war Young Noble der Hauptact, ja. Also die Outlaws. Wer Tupac feiert, der kennt die Outlaws, oder? Ja, normal. Baby, Digga. don't cry, you gotta keep your head up, even when the road is hard, never give. Wer kennt's nicht? Und ich habe mit Young Noble performt auf der Bühne zu Hit 'em Up und habe den Part von Hussein Fatal gerappt. Ja. Okay, Highlight, oder? Und das Highlight. ist, es gibt nichts, was ansatzweise, Ich glaub, da das kann ist mir ein keiner was brutales erzählen. Highlight, auf jeden Das Fall. erzählt mir einer, ja, ich kenn hier Kurdo oder dies oder das. Sag ich, ja, ist ja schön und gut. Alter, ich habe mit den Outlaws gerappt. Du kannst kennen, wenn du willst. Da komm erst mal ran. Und dann red mal weiter, Junge. Komm erst mal da. Komm, an den Ecken, wo ihr gerade entlang läuft, habe ich schon vor Jahren hingepinkelt. Komm erst mal dahin. Komm, wir wo machen ich Battle. bin. Ich war Genau. Vorgruppe von Wu-Tang, war ich einmal. Geil. Auf, sehr nice. Sehr Geil. Nice. War wirklich Mit so. sowas kann man, Backstage. ja, und dann hast du auch meinen Respekt, verstehst du? Wu-Tang Clan, Vorgruppe oder mit Young Noble Seite an Seite auf der Bühne zu rappen, Hit 'em Up, weißt du? Beste Zeit, Ja, beste hey, Zeit, und ich legendär. habe das wirklich gemacht, das ist kein Scheiß, was ich laber und deswegen Ja. finde ich es immer lustig, so. Bruder, Wenn pass du- auf. wenn ich Das, schnell- das ist das, was ich meine. Also ich und K-Shot, wir sind nicht so aktiv auf den sozialen Medien, wir halten uns da ein bisschen mehr zurück. Ja. Wenn es Beef gibt oder so, klären wir das musikalisch, so wie sich das gehört. Gab es von mir vor kurzem auch eine Ja, wenn Seite einer Beef mit einem will, gewissen kriegt er Beef, Portal. ganz ehrlich. Und wenn Aber- einer auf meine Leute so. losgeht, man dann, So. wenn jemand hier meine Aber Jungs wir bleiben disst, Alter, sportlich, verstehst du? Wir ja, machen wir das- bleiben sportlich, wir aber machen wenn es das drauf auf der ankommt, Hip-Hop-Ebene dann kann man das und- immer gerne testen. Jeder weiß, wo man uns findet. Jeder weiß es, Ja, der Bruder. kann gerne mal vorbeikommen und dann können wir das klären. Im Battlefield. Ja, Nicht nur im Battlefield, wir können auch Alben Unter anderem, schreiben, Bruder. ja. Wir können einen aber auf die wie Game gesagt, machen wir und dissen Mixtapes keinen, raushauen, ist wurscht. weil für mich ist Musik einfach viel mehr als das. Und solange mich keiner, ich sag immer so, jeder ist frei in dem, was er tut, solange mich in meiner Freiheit nicht einschränkt. Und wenn man so Das Richtig, meine ich auch, richtig. die Leute sollen halt ihren Stuff machen, weißt Ja, genau. Aber die sollen uns in Ruhe lassen. So feierst mich nicht, okay, cool, verpiss dich. Mach Genau. dein Dislike, Ja. alles ist schön und gut. Mach bei jedem Video von mir ein Dislike. Ist auch cool, weil du findest es anscheinend scheiße, aber hörst jedes Video von mir, ist auch geil, Bruder. Mach dein Dislike, ich supporte dich sogar. Und wenn es Leute Sei ein nötig Mann, haben, aber- hier Fame geil zu sein und egal welchem Künstler es ist, ein bisschen Hype, nur um ein bisschen Hype zu bekommen, den schlecht zu machen, den schlecht zu machen, den schlecht zu machen, dann soll er so weitermachen. Ich sag mal so, es gehört dazu, wenn du Wie wirklich... mein Cousin, der Yogi, immer sagt, ja Bruderherz, wenn die Welt Hurensöhne sind, sollen wir dann auch Hurensöhne sein? Natürlich nicht, Bro. So, ich sag mal so, es gibt, wenn du Beef hast und der entsteht aus einem gewissen Grund, dann kannst du natürlich diese Instagram-Videos machen, das gehört zu Hip-Hop dazu, ja. Musst dich auch ein bisschen ficken, du musst ein bisschen zeigen, was abgeht. Es macht's ja auch interessant ein bisschen. So ein bisschen Ein bisschen Beef Theater ist schon halt. okay. Schöne Grüße auch an der Stelle an meine Homies. Aber es ist Supernetz. eigentlich noch interessanter, Peace, Bruder. wenn man, also ich habe ja das Battlefield 089 jetzt umgebaut, weil wir vorhin bei der Veranstaltung waren, zu einer Rap-Support-Seite. Weil dank Corona gibt es ja keine Veranstaltungen. Wer weiß, wie lange das, die werden auf jeden Fall kommen, wenn es irgendwann soweit ist. Vielleicht auch in Kollaboration mit dir, mit deinen Veranstaltungen. Aber generell ist es ja jetzt so, dass man erstmal nicht weiß, was sollen die Künstler machen. Und die Underground-Künstler in München haben nicht viele Optionen. Die hatten dich, die hatten vielleicht jetzt einmal mich so. Bisschen was wurde da im Schlachthof gemacht. Aber es gibt ja nichts mehr Richtiges, so Ja, da Greifbares. können wir Dank auf jeden Fall mal Corona was auf die gibt's nichts Beine mehr. stellen, Leute, oder? So, deswegen habe ich jetzt die Seite umgebaut zu einem Magazin. Ich habe auch extra das nicht Rap Support genannt, das ist ein Magazin. Ja. Ich suche viele Künstler selber daraus, Und wir unterstützen auch teile die Künstler. einfach Ja. und schreib denen, boah, das ist cool, schick mir das rüber, ich teile das bei mir. So. In den letzten 2 Jahren hat Block Hustler mindestens 12, 13 neue Künstler gesigned. Ja, Und normal. Tendenz steigend. Ja, so Blockhusters oder so. Wir pushen auch die Kleinsten, die Jüngsten. Ja? Das Hier oder schöne so. Grüße an die Block Hustler Family. Ich bin sehr stolz, dass jeder einzelne von euch bei uns Schöne ist. Grüße hier an Knockout, das ist ein Kurzer aus Neuhausen. Ja. Sie sind auch, haben für einen anderen Kollegen jetzt ihren ersten Track aufgenommen, für einen Bostler, Free Bostler. Schöne Grüße hier.
Den anderen Namen habe ich gerade vergessen von seinen Kollegen, weil die halt neu sind. Aber bei uns, wir machen Musik. Wenn du uns ehrlich rüberkommst, dann lassen wir dich auch Musik machen. Und so. wir sind alle Hustler. Das So. heißt also nicht umsonst Block Hustler. Jeder hat gedribbelt, jeder hat seine Vergangenheit. Auch ich habe auch kriminelle Vergangenheit. Aber irgendwann bist du halt älter und Deswegen haben wir dann auch dieses blickst Lied du so durch. gelernt gemacht. Aber das Lustige ist halt, die krassesten Gangster, so wenn man so sagen kann, in übertragenen Sinne, weil von uns sind schon viele gesessen auch und wir haben wirklich Sachen gemacht, auf die wir nicht stolz sind. Aber dann bei einem Blockhustler-Treffen haben wir sogar einen Tag für die Familie eingerichtet. Da sind wir dann alle mit unseren Kids, mit unseren da Frauen kommen und alle. unseren Kindern und sitzen Gehen im im Restaurant Zoo. und essen eine XXL-Schnitzel Ja. in unserer 3D-Bar. Ja, auch schöne 3D-Bar, Grüße. Neuhausen, 3D-Bar schön. müsst ihr mal auschecken. Ja, support your local, Auf jeden Leute. Fall so. Und Beste Schnitzel. Ist halt jetzt dieses Magazin geworden, ja. Und ich suche da die Künstler und ich teile die selber und ich schreibe denen auch und die paar schreiben mir. Die meisten wissen nicht mal, dass Battlefield 089 Magazine Molos 1.9 ist und der auch rappt und so, weil das ist keine Supportseite für mich. Wenn was von mir von mir was Neues rauskommt, wird das von mir auch geteilt. Natürlich genauso, aber als dritte Person. Klar. Also es wird nicht geteilt, ich bin der Seite hier, bla 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 und so. Ihr müsst jetzt Feature mit mir machen oder ihr müsst jetzt meinen Scheiß teilen oder so einen Scheiß. Nee, die Leute wissen gar nicht, wer ich bin. Die es wissen, ist auch okay. Ich meine, das war meine Veranstaltung. Es wussten genügend Leute, wem diese Seite gehört. Deswegen mache ich keinen Hehl draus. Aber mir ist es auch uninteressant, wenn ein Künstler sagt, nee, ich wusste gar nicht, dass der das macht oder so. Weil das ist eine Seite, wo sich die Leute zeigen sollen. Wir wollen auch Interviews machen so und wir wollen auch Podcasts machen. So. Und das ist, was ich auch bei Block Hustler Entertainment so feier. Also der Künstler steht im Vordergrund. Ja, er wird, egal was es ist, in welche Richtung ich gehen will, ich habe immer hier meinen Schuck an meiner Seite und ich habe vollen Support und er bekommt das natürlich von uns auch zurück. Schade an dieser Stelle, dass wir unseren Merch nicht dabei haben. Ja, Wir ja haben auf jeden geile Fall jeder, Block-Hustler-T-Shirts, ne? der ein T-Shirt Blockhustler will, kann sich gerne melden per DM. Das Geld ist auch für meinen Bruder, der gerade sitzt. Und, Für Dela, ne? Für Dela und für meinen Und Bruder. für seinen Bruder, ja. Für meinen Okay, Bruder, ja. nicht für seinen. Für deinen Bruder, ich meine ja zu ihm. Ja. Nochmal kurz zurück zu dir, K-Shot. Wir haben 2 Videos von dir hatten wir im Intro drin. Was ist so geplant in der Zukunft? Was kommt als nächstes bei dir? Was sind die nächsten Releases, die nächsten Pläne? Gute Frage, Bushpi, dass du mich das fragst. Es ist sehr viel geplant. 9. Februar, 9. zweiter Februar Teil. kommt zweiter Teil. Auch wieder ein Track aus dem Collabo-Album von Molos und meiner Wenigkeit hier. Back to the Roots. Ja? Back to the Roots. Zurück zu den Wurzeln. Ist eine krasse Message. Damit möchte ich halt auch sagen, dass Musik wirklich Leute inspirieren soll. Musik soll dir ein Gefühl geben, ein Feeling, ja. Und soll sich auf jeden Fall nicht gleich anhören. Weil es gibt schon zu viele Leute, die etwas gemacht haben. Man soll Schau mal, niemanden du kannst kopieren. auch nur ein Feeling. Wir brauchen Unikate. Wir brauchen Ich kann Unikate. eine witzige Geschichte erzählen. Ich habe das Video gedreht für So gelernt Ja. und habe ein Foto von K-Shot gepostet. Er schreibt mir. Er war Stylist, er legt viel Wert drauf. Schreibt mir, Erzähl Bruder, das doch nicht hier, Bruder. das geht nicht, meine Nase ist gebrochen. Du kannst mich nicht von dieser Seite zeigen. Hör auf damit. Und ich habe ihm gezeigt, Bruder, genau das Davor wollen die eine Leute. wilde Nacht gehabt, Du mich noch kannst mit Feeling- jemandem gefetzt. Feeling kannst du nur transportieren, Aber wenn das die ist bei Leute uns dir so. Wir fetzen abnehmen, uns, was du danach bist. ist man Best So. Friends, weißt du. Wir haben uns, wenn wir Probleme hatten, Alter, wir haben das geklärt, wir haben uns gehauen und danach hat man sich wieder aufgeholfen. Ja, was in meiner Generation war, wenn einer am Boden lag, haben wir nicht nachgetreten, ja. Wenn wir echt ein Problem hatten, dann haben wir uns gehauen, aber danach hat man sich die Hand gegeben, ein Bierchen gesoffen und dann war das auch wieder gut, ja. Und genau in dem Moment, mit gebrochener Nase, weißt du, gerade frisch aus dem Krankenhaus raus, drehen wir schon das Video, ja. Aber ist einfach authentisch. Es sagt halt einfach aus, dass dieser Mensch einfach Ich habe was ihm erlebt gesagt, hat. die Leute müssen deine Kanten sehen. Ja. Die wollen keine Filter mehr sehen. Die wollen nicht was Gebügeltes sehen. Die Leute wollen sehen, dass ein Junge von der Straße Auch Ecken es und geschafft Kanten hat, hat, ja. heutzutage Kunst zu projizieren. Ja. Ich habe ihm damals gesagt, ich danke dir, dass ich mich jetzt Künstler nenne. Davor habe ich mich Rapper genannt. So. Ja. Aber mit K-Shot auch so gelernt in der Hook. Einer hört es raus, der andere vielleicht nicht, aber ich singe mit in der Hook. Manu so. hat mitgesungen. Und, so Haudegen-Style. Ja, so, und es war
Natürlich. eine sehr schöne Session, Sehr geil, und ein sehr ja. cooler Tag. Und das bereichert dass ich so natürlich einen auch. Mollos weißt du. zum Singen animiere, ja, das ist doch schon geil. Alter. Also ich habe auf jeden Fall bei Blockhustler Entertainment es. sehr viele verschiedene Individuen zusammengebracht auf einen Haufen. Mir war das auch wert, dass keiner gleich ist wie der andere. Mir war es sehr wert, auch, dass die fertige Künstler sind, weil ich bin für die Jungs wie ein Papa, die können zu mir kommen, die können sagen, hey, ich habe Probleme mit meiner Frau, die können sagen, ich habe Probleme mit meiner Unterkunft, die können sagen, ich habe Probleme mit Geld, wir finden für alles eine Lösung zusammen, so wie man es heutzutage halt macht. Man Wie schaut eine alles Familie, ab. wie eine Familie. Aber ich bin in Sachen Kunst kein Papa, weil ich keinen beeinträchtigen will. Ich will keinen beschneiden, Da muss jeder ich will seinen nicht Weg zu, gehen. ich will nicht zu einem Künstler gehen und sagen, du machst das jetzt genau so und so, weil das so und so gerade in den Trends ist. Zum Beispiel meine Jungs, schöne Grüße hier an Bratte, Paco, Kaffa, Bratte, Zani, Paco, Kaffa, Sane, Gonzo, Carlos Rivers, Michi, Ras, an alle. Fatal 45, An Mikos. alle. So, Deine Beats in der Burner, Bruder. Ich bin sehr froh, dass die Jungs da sind. Jeder arbeitet auch in seiner Geschwindigkeit. Bei uns gibt es keinen Druck. Der eine macht ein bisschen mehr, der andere macht weniger. Carlos Rivas zum Beispiel ist sehr produktiv. Vater Digger aus Stuttgart, das einzigste. Also eigentlich, wir haben ja 2 Member, die nicht hier in München leben. So, Carlos Rivas wohnt in Straubing. Vater Digger kommt aus Stuttgart. So, der ist der Letzte, der dazugekommen ist. Jetzt suchen wir eigentlich gerade, wenn noch eine weibliche Stimme, mit dem vielleicht der K-Shot zusammen Duets singen kann und sowas. Also, das wäre sehr nice. Sonst sind wir eigentlich gerade komplett, weil ich mich auch um die Promotion für die Jungs kümmern will. Wie gesagt, ich habe selber angefangen, Videos zu machen. Jetzt kommt von Zani kommt Fuck the Police raus. Der hat ja schon 1, 2 Videos mal gehabt, so früher bei Ambition Mosaik und auch davor schon mit Ich bin drauf, ich bin wach, noch zu Loyal to the Streets Zeiten. Aber zum Beispiel Haramani schmeckt vom Bratte und vom Bratte und vom Paco. Das ist ihre allererste Single gewesen, ist auch sehr gut angekommen. Die machen mehr diese Drill-Richtung und sehr deep, sehr lash, sehr tiefgründig. Die Menschen hören das und die können verstehen, was die meinen, auch wenn die vielleicht nicht dasselbe Leben führen. So. Kaffa ist eine Flowmaschine, Ja, der bringt ja, jetzt sein ja. erstes Ding raus. Das heißt auch Kaffa, wie sein Künstlername. Kaffa. Das Bruder, lade nach. ist zwar eine kürzere Sache, aber da kommen auch Geiles noch Ding Videos auf jeden mit Fall. Bratte raus. Ich habe auch schon Feature mit den einen oder anderen, der jetzt neu bei Blockhustler ist. Auch nicht mit allen, weil es ist auch keine Voraussetzung, dass du Teil der Crew bist und gleich meinen Arsch lecken musst. Ich nehme dich nicht, dass ich einen guten Feature-Künstler habe. Ich nehme dich nicht, dass ich ein gutes Feature habe. So. Ich bin bekannter als die meisten. Ich habe klickmäßig von den meisten nichts an Reichweite. So. Ich will dich dabei haben, wenn du ein guter Künstler bist. Wenn ich finde, du bist ein Künstler auch. Also nicht nur, dass du gut rappen oder gut singen kannst und vielleicht nicht schlecht ausschaust, sondern dass deine Persönlichkeit Künstler ambitioniert ist, ja. Und ich finde, dass jeder das von uns hat. Der eine hat es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Dafür zum Beispiel Fatal hat es noch ein bisschen schwierig mit Rappen. K-Shot tut ihn wahnsinnig supporten. Wahnsinnig. Die Jungs arbeiten an seinem Flow, an seiner Lok, weil der ist sehr introvertiert. Der will, aber der ist introvertiert, ein bisschen. K-Shot holt ihn raus. Die haben auch auf jeden Fall ein krankes Brett gemacht, hab wo sehr die mich viel jetzt Mühe eingeladen haben. reingesteckt in seine Technik und So, aber er macht auch krasse Beats. Er hat's wirklich, aber ich habe ihn die Parts, glaube ich, habe ihn 20 Mal in die Booth geschickt. Du kannst das noch besser. Und ich hole das dann auch aus den Künstlern raus. So. Und das ist vielleicht auch ein Weg, wo ich mich in Zukunft sehe, mehr als vielleicht ein bisschen mehr, einen kleinen Schritt zurückgehen. Zwar immer noch aktiv sein, Ja, aber normal, auch andere Künstler die Hand reichen und sagen, Ich hey, und der Kay sind na. und der Vater, wir sind jetzt so, zum Kay bin ich auch damals gegangen und habe gesagt, schau mal, du bist bei mir Künstler, aber du bist auch einer der ältesten Künstler bei uns. So. Du hast teilweise mehr Erfahrung als wie ich, so, Genau, bist noch mehr rumgekommen, ich war auch viel im Knast, weißt. Ja. Und die Künstler brauchen dich und der hat das so aufgenommen, wie ich das von einem Blockhustler erwarte, verstehst du? Ich erwarte keine Arroganz, ich erwarte kein Herab, so dass man von oben herab ist,
So, man muss nicht untereinander mit jedem direkten Feature machen. Auf dem Sampler werden so oder so alle sein. So. Und was sich außerhalb von einem Label-Sampler so ergibt zwischen den Künstlern, ist denen überlassen. Und für mich ist wichtig, dass halt kontinuierlich was kommt. Das heißt, die Jungs haben viel Platz, wir sind viele Leute. Also wenn einer mal sagt, ich brauche jetzt 3-4 Monate meine Ruhe, weil ich habe familiäre Probleme, dann kriegt er seine Ruhe, dann nimmt er sich seine Ruhe. Und es ist ja auch dann wichtig, weil es bringt ja nichts für die Musik jetzt auf Druck. Der hat gar keinen Kopf, Musik zu machen. Und ich sage ihm, aber du musst jetzt eine Single rausbringen. Das macht für mich keinen Sinn, weil dann steckt das Herz nicht in dem Projekt einfach. Genau. Ja, richtig. Ihr seid ja beide nicht die Jüngsten. Gibt es irgendwas, was du jungen Rappern raten? Nein, ich meine, das sagt ihr selber. Ey, das habt ihr selber die ganze Zeit gesagt. Mann. Du alter Sack. Ich bin ja auch nicht der Jüngste. Dir. Aber jetzt pass auf, irgendwas, was ihr den jungen Rappern mitgeben wollt, was ihr sagt, genau, das ist zum Beispiel was. Oder einfach Ratschläge, was würdet ihr sagen für junge Rapper? Zu jedem jungen Künstler, der auch bei mir aufnimmt, sage ich dasselbe. Seid dankbar für das, was ihr heutzutage machen könnt. Richtig. Die ersten 10 Jahre, wo ich gerappt habe, so, oder nicht ganz 10 Jahre, 8 Jahre sowas, war ich niemals im Studio. Wir haben zwar immer probiert, eins zu bauen, aber damals war das Stuff noch voll ekelhaft, so für Low Budget, so. Du konntest aufnehmen, dann hattest du immer von der Phantomspeisung irgendeinen scheiß Rauschen drin und so. Aber jetzt, es gibt so viele Home-Studios, so viele Leute, die für wenig Geld oder kostenlos oder in Zusammenarbeit und so miteinander funktionieren können, ja. Und die sollen das wertschätzen und die sollen machen. Die sollen machen. Ich hab kein Verständnis für einen Künstler, der sagt, ja, in 2 Wochen, dass ich dir in 2 Wochen einen 16er bringe, das ist jetzt zu viel verlangt von mir. So, das ist mir zu spontan. Da sage ich zu dir, du bist kein Künstler. So. Weil ein 16er, den muss ein Künstler machen können. Richtig. Ja, so. Du musst kein Album bringen, also du musst nicht auf Druck ein Album machen, aber ich sag mal so, wenn ein Projekt seit 4 Monaten zum Beispiel geplant ist, ja, und 2 Wochen bevor das Video gedreht werden soll, ist von irgendeinem der Part nicht da. Und ich sag, hey, bis zum Drehtag muss der Part da sein, da muss der da sein. Also das muss schon klar sein. Also wir sind auch kein Kinderverein, wo man es jetzt so oder so sagt, weil viele Leute geben sich, wie gesagt, Mühe, Zeit, investieren eigenes Geld, ja. Also hier gibt es keinen Support von irgendwem, der sagt, hier, wir sponsoren euch, ihr kriegt hier Benzingeld. Ich und K-Shot sind für So gelernt Album bis zur Zugspitze gefahren. Wir sind ein Jahr später durch Corona bedingt, haben wir ein Jahr später den zweiten Drehtag erst gehabt, sind wir auch bis nach Andex gefahren. So, das waren auch eigene Benzinkosten. Wir müssen auch schauen, wie wir unsere Kosten decken, so, und wie es vorangeht. Aber auch wenn du gar kein Geld hast, du kannst nirgendwo hinfahren, mach einfach Musik, hock dich wie du selber, ja auch mittlerweile bei Twitch zum Beispiel, jetzt in der Corona-Phase hast du ja damit angefangen, habe ich gesehen, hock dich vor Twitch, hock dich vor Instagram, richtig. Mach Freestyle von mir aus, schreib Texte, hau ein Instagram-Exklusiv raus. Es muss nicht alles hochprozentig, hoch produziert sein, weißt du, ich meine, das muss keinen Glanz haben. Hip-Hop hat viele Facetten, so zeigt, was ihr könnt, weil die Zeit rennt. Heutzutage so oder so, die ganzen Labels, die ganzen großen Labels, Majors, ja, umso jünger, umso besser. Wie viele Newcomer sind heute? 14, 15, 16, 17. Aber lasst die euch von anderen keinem nicht was supporten erzählen. wollen, weißt du, wie ich meine, So. die es schon länger gab. Jetzt kommst du auf die Idee, irgendwelche Newcomer zu Aber supporten, gleichzeitig muss aber ich- deine anderen Jungs hast du nicht supportet, weißt du, wie ich meine? Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, vergisst auch nicht, dass das Internet nicht vergisst. Richtig. Wenn ihr wirklich jung seid, ja, und ihr seid 13, 14, 15, ihr rappt und eure ganzen Freunde, eure Familie, jeder sagt, du hast es nicht drauf, dann kannst du das gerne weiterverfolgen, aber bitte stell das nicht ins Internet, weil das wird dich später ficken. Aber was ich auf jeden Fall... Irgendein Depp heutzutage, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, irgendein Depp wird das finden, wird das raussuchen, wird da drüber irgendwas schreiben, hier, so, und wird das posten, so. Ja, das muss einem bewusst sein, das kann einem passieren. Und das will ich echt den Jugendlichen mitgeben, so, wenn du was Cooles machst,
ist cool. Wenn es noch nicht perfekt ist, ist auch cool. Aber wenn du wirklich kein Talent dafür hast, dann stell das nicht ins Internet. So. Bushby, um deine Frage zu beantworten. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass es euch Spaß macht, Leute. Ihr müsst euch nicht denken, ich mache Musik, weil ich die Millionen verdienen will. Weil ich dicke Ketten will. Nee, Mann, ich bin Möbelpacker vom Beruf. Ich arbeite beim Transportservice Adam. An dieser Stelle schöne Grüße auch an meine ganze Jungs aus der Möblerbranche, an meinen Chef, den Christian. Ich geh tagsüber arbeiten und die Musik war immer ein Teil von mir. Jungs Ich habe die arbeiten Musik auch. nicht gemacht, damit ich irgendwie die Millionen verdiene, sondern nein, ich bin Künstler, weil ich ein Künstler bin, weil ich als Künstler geboren bin. Ja? Schau, das ist Realität, das müssen die Leute mal sehen. Ihr müsst euch Und auch über eins wertschätzen. bewusst werden. In erster Linie soll es euch Spaß machen. So, ich spreche hier so ein bisschen an die Kids und an die Jugendlichen, die sich in der Musik versuchen wollen. Schreibt, bis euch die Finger brechen, ja. Pumpt euch die Genießt Beats. es, noch ungezwungen Pumpt euch die Musik zu Beeps. machen. Ich habe damals einen Stift in die Hand genommen, habe gedacht, das ist das Mic und habe losgelegt, weißt du, auf einem Beat, habe meinen ersten Text geschrieben, schreiben. Und mein Ziel war es immer, wo ich dann angefangen habe, Tracks zu machen, jeder Track, den du machst, der nächste muss den Track mindestens Toppen. um 1 toppen. So, Und das Toppen. ist der Weg. Der Das Weg muss ist ich das auch Ziel. sagen. Carlos sehr gut. Rivas in der Zeit, wir werden hier nochmal kommen und über die EP reden, deswegen würde ich da nicht so viel darüber verlieren. Aber er hat mir auch gesagt, boah krass, du bist echt auf jeden Track besser geworden. Und viele sagen das auch von früher, weil schau mal, ich mache schon lange Musik. Damals hat dir keiner gesagt, stell nichts online. Ich habe nicht umsonst meinen Namen gewechselt. Viele haben zwar die Sachen unter Absturz gefeiert, es gab auch Hate. Ich hatte viele, also meine größten Erfolge unter Absturz, aber natürlich auch meine größten Misserfolge, weil man hat sich probiert, man hat probiert Neues zu machen, man hat sich getrennt, man hat Sachen rausgehauen, ohne es zu produzieren, es nicht mal abgemischt, gar nichts. Einfach aufgenommen und bam, Video, bam, raus. Wer hat das schon So. nicht gemacht, ne? Aber heutzutage, Wer wie kennt gesagt, das wird nicht, das dir Jungs? halt zum Verhängnis, weil diese ganzen Influencer-Hurensöhne, die nehmen das und die wollen dich ficken. So. Da musst du halt drüber stehen, das gehört auch zum Künstler dazu. Das gehört leider heutzutage zum Business. Ist so, ja. So, musst du drüber stehen, musst dich nicht treffen lassen. Die meisten sind es eh nicht wert. So. Es kommt halt auch immer drauf an, aus Aber welcher auch Perspektive zum Thema du das alles Arbeit. beobachtest. So bei uns arbeitet jeder. Ja. Also momentan arbeitet jeder. Ich wollte es jetzt noch anbringen. So der bayerische Brat. Ich habe einen Foodtruck gekauft. Ich suche gerade noch einen Platz. Wenn jemand einen Platz kennt, so einen coolen Supermarkt, coolen Baumarkt, egal was, sagt's Bescheid. Gibt's Balkan und bayerisches Essen bei mir. Und davor war ich 13 Jahre auch an der Ecke gestanden. Arco Picasso war bei mir feiern, Undercover 089 war bei mir feiern. Die waren alle rotzbesoffen, haben Gas gegeben, haben sich gut gehen lassen. Und ich stand draußen im Regen, genau in derselben Zeit. Ja? So klar hatte ich auch meine Phasen, feiern ohne Ende, abgehen und so. Aber klar, das musst du auch finanzieren. So früher war es Kriminalität, heute ist das harte Arbeit, ja. So, stell dich mal den ganzen Winter an Weihnachten oder an Silvester, während es noch pisst, du den Wind von der Seite ins Gesicht bekommst, da bis 5 Uhr in der Früh hin und dann noch freundlich sein. So, die Leute kommen, quatschen dich besoffen voll und du musst immer noch der Entertainer sein, der dann noch sagt so, hey, Ding, soll ich den Taxi rufen und so. Und Musik, Arbeit gehört dazu, auch wenn ihr Musik macht, auch ein Tipp, sucht euch trotzdem Arbeit. macht's Und eine wichtig ist Ausbildung. auch die Message und die Liebe, die du durch die Musik gibst. Welche Message gibst du den Leuten, ja? Letztens, der Homie, der mit uns da ist, der Daniel, sieht mein Lied, er rappt so mein Lied mit, ne? Und das macht einen schon stolz, so, wenn Leute dann deine Texte sich Kennen, mit deinen mitsingen, mitfühlen, Bruder. mitfühlen können, ja? Wenn sie sich, wenn du auf einmal auf der Straße bist und da singen irgendwelche Leute, pumpen gerade deinen Sound und so, es macht einen stolz. Zani, Alter, Fick die Polizei kommt auch raus demnächst. Der fühlt zum Beispiel anders. Message ist Er wichtig. ist der Emotionale, so, Ja. mehr auf der Gefühlsebene. Ja. Zani zum Beispiel, krasses Gegenteil. Street, Boom, Bap, Rapper, authentisch, Glauinger Straße, Mosach, gute Beziehungen nach Neuhausen in meinem Bezirk. Ersten Dübel beim Absturz geraucht. Ich weiß nicht, wer dieser Absturz ist, aber ersten Dübel bei Absturz geraucht.
weiß Bescheid. Wer auch immer dieser so lange Absturz kennt ist, man keine Ahnung, sich Mann. schon, auch wenn man Ich nicht hab Musik den Namen schon gemacht mal hat. irgendwo gehört. Ey. Aber Ja. es waren krasse Zeiten. Und auf jeden Fall seid gespannt auf jeden Künstler hier. Bro. Auch Vater Digger, ein Entertainer, ein brachialer Typ. Ja. Liebevoller Familienvater, verdient seine Brötchen auch schwer, spart auch auf sein Studio-Equipment in Stuttgart und so, aber gleichzeitig auch richtiger Motherfucker. Den brauchst du nicht sagen, Ja. komm, wir treffen uns da und dann kommst du nicht, weil der kommt, Ja, ja. der macht ein Video, freu wie er mich da auf ist. jeden Weißt Fall du, auf ich mein? den. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Sound und ihr werdet hier auf jeden Fall noch viele von unseren Künstlern hoffentlich kennenlernen. Ich freue mich auf den Shit, den Kaffer jetzt dann rausbringt. Ne? Boah, Kaffer, Feiere ich persönlich sehr, sehr, sehr. Kommt einiges. Da wird einiges kommen. Auch ja. jetzt, also ab morgen ist mein Kollege aus Nürnberg da, der Jerry One. Also vielen ist der schon ein Begriff. Damals in Nürnberg, vor 5, 6, 7, 8 Jahren, hat der Pikas TV alles abgerissen. Frauenfeld, Ich kenne nur abgerissen. Laka aus Nürnberg. LAK. Okay, kenne ich nicht jetzt so persönlich, aber Richtig krasser Rapper. kann Unfassbar. sein. Nürnberg hat übelst so oder so Potenzial. viele Talente. Also auch, wir sind ja viel connected. Wir sind mit Erfurt connected, mit einer Runde, ein System. Schöne Grüße hier an die Jungs. Die sind über Bostler gekommen. So, über den ist der Kontakt entstanden. Dann, wir haben Kontakte nach Hof. Mit zu Macher Schizophrenic Records, and Panic. mit Macher Records in Weimar, Juri Boyka, Ja, so oder so. auch fette Bradcore, Grüße, dann Free Dilla. Della, also so oder so, es geht deutschlandweit mittlerweile ab und das ist auch gut so. Der Underground tut Jo. sich gut gegenseitig Und ich supporten. sage auf jeden Fall, München kann mit den ganz Großen mithalten, weil Munich Got Talent, auch hier Radio Exclusive, Shake Up, schöne Grüße Schöne an dich. Grüße an Support für den Süden, Weil an Rap München News hat Munich. Talent und München kann mit den Großen auch mithalten. Bloß wir müssen endlich anfangen, ein bisschen uns gegenseitig zu pushen, Leute. Ohne Scheiß, Mann. In dem Sinne, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier im Studio wart. Danke, die mein Fragen Freund. so redselig beantwortet habt. Danke. Und wollt ihr noch irgendwelche Shoutouts raushauen oder sowas? Letzte Worte? Du als erstes? Ja, okay, nochmal ein Shoutout wirklich an alle, die uns kennen und lieben. Danke, dass ihr unsere Musik feiert. Und wir werden euch viel Musik geben, mit der ihr euch wirklich erfreuen könnt. Und wenn ich jemanden vergessen habe, seid mir nicht böse. Block Hustler for Life. Auf jeden Fall. Und nochmal so, natürlich folgt uns, abonniert uns überall auf allen Kanälen. Genau. Block Hustlers oder so überall zu finden, ja. Molos 19. Wer K-Shot Interesse hat, 86. selber als Artist supported zu werden, kann gerne schreiben. Schickt uns bei auch eure Videos. Battlefield 089-Magazine. So, wer Bock hat, balkanisch und bayerisch zu kochen, für meinen Foodtruck gibt es auch eine Instagram-Seite, die heißt Der Bayerische Bratte. Und da zeige ich auch ein paar Gerichte, so, die ich zu Hause für meine Kids und für meine Frau koche. Probiere da auch gerne mal ein paar Sachen aus und zeige auch mit Videos, wie das so entstanden ist. Freestyle gerne so ein bisschen in der Küche. Wer Bock drauf hat, kann sich das auf jeden Fall geben. Und auf jeden Fall Und auch. sonst, wie gesagt, supportet auf jeden Fall jeden, der anständig versucht, Musik zu betreiben. Genau. Egal, ob das Rock, Schlager, Rap, Hip-Hop, Dancehall, Reggae. Support your wenn local. ihr seht, dass einer es drauf Support your hat, local, ganz wichtig. einfach teilen. Scheißegal aus welchem Local. Euch fällt nicht der Einfach Schwanz ab, teilen. wenn ihr ein Video teilt, Mann. Leute, ohne Scheiß, Mann. Und danke an Super. dich, Bushby, für die Einladung, ey. Sehr geiles Interview. Auf jeden Fall cool. Und wann ist eigentlich Blockcaster mal wieder bei dir? Du meinst Peace Camp? Ja. Glaubst du, das wird irgendwann im Sommer passieren? Es wird schwierig. Ich glaube Aber nicht, dass du wir drinnen weißt, Events wenn machen du werden. Blockhustler nicht auf die Liste setzt, das Spiel, dann Da kommt Dann kommen alles. wir einfach so. Kommt alles. In dem Da Sinne, kommen es hat wir mich einfach gefreut. Danke euch. Mich auch, danke. Das war eine neue Folge Artist Talk mit mir, Bushbayer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne unten abonnieren, liken, sharen, teilt es auf jeden Fall. Und auf Instagram, checkt unsere Instagram-Seite aus. Ist verlinkt unten drunter. Wir haben auch einen Shop. Supportet den Shop. Ich bin raus. Danke. Peace.